cool, dass Shine jetzt seine Community an den Videos teilhaben lässt, indem er sie die Einleitung machen lässt. Quasi eine Shine-Leitung. Ich heiße nicht nur Niklas, sondern auch dich. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Shine Thrill. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem nun folgenden Video. Ciao. Ich habe mich einmal hingesetzt, um mit meiner Vergangenheit abzuschließen und dachte mir dabei, dass es eine gute Gelegenheit wäre, dir diese Story zu schicken. Die Geschichte ist zu 100% wahr, ob ihr es glauben wollt oder auch nicht. Ich habe mir wirklich größte Mühe gegeben, alles so anschaulich und authentisch zu beschreiben wie möglich. Es wäre wirklich mega, wenn du es mit ebenso viel Mühe und Betonung mit deiner spannenden Erzählstimme vorlesen könntest. Außerdem wäre es ultra fett, wenn keine Änderungen gemacht werden würden. Die Namen wurden bereits geändert. Aber genug gelabert. Hier kommt meine Story. Der Fame-Gürtel. Es war irgendwann Ende des Jahres 2014. Ich saß mit Jörg, meinem Partner in Crime, und einem kühlen Blonden vor unserem Fotoalbum. Gemeinsam ließen wir das Jahr Revue passieren. Fett, Mann, du bist angekommen, jubelte er und stieß mit mir an. Cheerio. Fast 10 Jahre hatte ich meinen Style ausschließlich auf Papier perfektioniert. Erst seit knapp einem Jahr ließ ich ihm auch mit Dose freien Lauf. Meinen Style würde ich als progressiven Semi-Wild-Style beschreiben. Sowohl mit Einflüssen aus der Berliner Schule, als auch aus anderen Bereichen des Graffiti. Jörg hingegen kickte es schon länger in den Straßen und war dabei eher grobschlächtiger Natur. Er bombte alles weg, was auch nur im entferntesten eine Oberfläche aufweisen konnte. Unsere gemeinsame Maxime war der altbewährte Graffiti-Kodex. Kein Privateigentum, niemals Chrom über Bunt, aber den Cops immer die Klappe halten. Mit seinem Durst nach Adrenalin und meinem Händchen für Styles waren wir ein explosives Gemisch, das die Szene aus ihren Grundfesten sprengen würde. Innerhalb von nicht mal einem Jahr hatten wir Graffiti in Ostdeutschland quasi neu definiert. Und das obwohl vieles für mich anfangs Neuland war. Die erste Wall, der erste Train, die erste U-Bahn. Dank Jörgs Hilfe avancierten wir Piece für Piece zu den Most Wanted der Stadt. So kam es auch, dass wir schon bald ins Visier der Kings gerieten. Was für ein geiles Gefühl. Die Helden meiner Jugend, die mich kennenlernen wollten. Dope! Eins kam zum anderen und so fand ich mich eines verregneten Novemberabends mit Jörg im Versteck der berüchtigsten Crew der Stadt wieder. Was mir als erstes auffiel war, dass jedes Mitglied einen Gürtel mit dem Namen der Crew trug. Das sah geil aus und stärkte den Zusammenhalt. Während aus den Boxen Uncle Cracker flashte, ging das eine oder andere Genussmittel reihum. Es war einer dieser magischen Momente, die sich ins Gedächtnis brennen. Mit großen Augen sah ich fein säuberlich dokumentiert, wie diese Männer über knapp 2 Jahrzehnte nahezu den kompletten Globus gerockt hatten. Es war unfassbar. Die meisten waren bereits über 40. Doch Graf gab uns eine gemeinsame Connection. In den folgenden Wochen verbrachten Jörg ungleich mehr Zeit mit den Kings als ich, der seinen Job verloren hatte. Er hatte sowieso nichts anderes zu tun. Sein Leben drehte sich nur noch um Graffiti, Weiber und Kiffen. Ob Jörg mir den Rang ablaufen würde? Eines Wochenendes war ich auch mal wieder im Crew-Shelter. Meine Bedenken, Jörg könnte mich ersetzt haben, waren direkt wie weggeblasen. Schön, dass du mal wieder reinschaust, begrüßte mich Andreas herzlich, seines Zeichens Gruppenleiter. Ich habe ein neues Piece von dir rollen sehen, der Style ist echt sauber. Ich lächelte. Es folgten bald die ersten gemeinsamen Aktionen mit den Kings. Ich war auf Wolke 7. Konnte das noch getoppt werden? Oh ja, es konnte. Draußen war tiefster Winter, während wir wohlig warm im Unterschlupf saßen und Hard Knocks, The Subway Edition schauten. Jo, unterbrach Andreas. Was haltet ihr eigentlich davon, bei uns einzusteigen? Wir alten Säcke könnten ein paar Newcomer gut gebrauchen. Ich sah zu Jörg herüber. Ich würde direkt eine Holker an der Endbrille für euch aufbocken, japste er. Seine gläsrigen Augen leuchteten. Schallendes Gelächter brach aus. Immer langsam mit den jungen Pferden, bremste Andi ihn. Seit einem Jahr zerlegt ihr unsere Stadt. Props dafür. Aber bei uns war es von Anfang an wichtig, auch international ab zu sein. Seht ihr die silberne Riffel-U-Bahn da am Tunnel? Er zeigt auf dem Bildschirm, wo immer noch Hard Knocks liegt. Fliegt nach New York City und ballert die Metro. Schafft ihr es, seid ihr dabei und bekommt einen Crew-Gürtel. Schafft ihr es nicht, bleibt ihr weiterhin hungrige Flüchtlinge mit rutschender Buchse. Die Crew lächelte hohnig und stieß an. Auf euch, Jungs! Auf uns, stammelte ich.
New York? Da musste ich schlucken. Seitdem hier in den 70ern die Geburtsstunde des Graffitis geschlagen hatte, hatte sich einiges geändert. Vorbei waren die Zeiten, wo stundenlange Produktionen von meinen Vorbildern Cope 2 und anderen Urgesteinen über die Hochstraßen von Bedford schepperten. Der Vandal Squad hatte es ab Ende der 80er geschafft, den bunten Treiben fast vollständig in Chaos zu machen. Zero Toleranz. Seitdem galt das Mekka selbst bei vielen Hartgesotterten als No-Go-Area. Eine nahezu lückenlose Überwachung durch Personal und Technik macht es beinahe unmöglich, ihn noch etwas auf die Schiene zu schicken. Meterhohe NATO-Drahtzäune in Reihe zwischen den Checkern mit BGS-Hunden, die ihre Runde drehten. Bewegungsmelder in Tunneleingängen und Hangars, Geruchs- und Drucksensoren entlang der Abstellgleise und überall CCTV. Hier wurde ein dicker Haufen Arbeit nötig sein, um etwas zu kicken. Nächtelang grübelte ich, ob die Aufnahme in die Crew und der Numbelt, der Fame-Gürtel, eine mögliche Freiheitsstrafe rechtfertigen würde. Jörg hingegen war vom ersten Moment an fest entschlossen. Dauernd drängte er mich. Worauf wartest du noch, du Sitzpisser? Lass uns endlich buchen. Metro ist the best. So fasste ich letztendlich den Entschluss, es tatsächlich zu versuchen. Für Graf wollte ich mein letztes Hemd geben. So, let's give it a shot, murmelte ich und klickte für uns beide auf den Buchen-Button. Im Januar 2015 landeten wir bei starkem Schneefall in New York City. Jörgs Neujahrsrausch gepaart mit seinem Jetlag schlug ihm mächtig auf die Stimmung. Er war unausstehlich. Ich kniff den Arsch zusammen, denn es gab auf dieser Reise nur ein Ziel. The Metropolitan Transport Authority, kurz MTA. Unser Hotel diente im Grunde nur dazu, Glaumotten, Streiche und Cans zu beherbergen. Mein Partner und ich waren rund um die Uhr im Metrosystem unterwegs, stets mit dem Kopf an der Scheibe, der Suche nach dem Spot. Wir waren völlig im Eimer. Doch Jörg war wie besessen. Übermütig stürzte er sich in alle Tunnel, um ein Gefühl für die Bewegungsmelder zu bekommen. Er wollte diesen Gürtel einfach haben. Mir war das alles nicht geheuer. War uns der Vandal Squad vielleicht längst auf die Schliche gekommen? Was, wenn jemand das Third Rail berühren oder von einem Zug erfasst werden würde? All diese Vorstellungen bereiteten mir Magenschmerzen. 3 Tage nach unserer Ankunft brauchte ich dringend eine Auszeit. Nicht nur war ich völlig übermüdet, sondern auch noch krank. Durchfall. Das ausgerechnet in New York City. So bestand ich darauf, diesen Tag im Hotel zu bleiben. Jörg zeigte sich wenig mitfühlend und so hörte ich von der Toilette aus nur noch, wie er mit knallender Tür wütend aus dem Raum rannte. Er musste nervlich total am Ende gewesen sein. Er hatte seit Tagen weder geschlafen noch gekifft. Ich verbrachte den Tag damit, mir Medikamente zu besorgen und eine Bestandsaufnahme zu fassen. Was war aus meinem Partner geworden? Seitdem er seinen Job verloren hatte, schien sein Leben völlig aus den Fugen zu geraten. Wo war der lebensfrohe, fürsorgliche Jörg, der immer ein Ohr für seine Freunde hatte? Ich fand keine Antwort und schlief durch die Überdosis an Medikamente rasch ein. Völlig verwirrt kam ich durch Jörgs ölige Stimme wieder zu mir. New York, New York, Big City of Dreams, hauchte er in mein Ohr. Ich spürte seine feuchte Nase an meiner Schläfe. I got it, flüsterte er. Sein Mundgeruch war unerträglich. Ich schob seinen Kopf beiseite und versuchte mich zu ordnen. Jetzt wurde er lauter. Kapierst du? Ich hab die Metro geballert, birgte er mit sich überschlagener Stimme und brach im schallendem Gelächter aus. Dabei sprang er wie ein Ping-Pong durch das Hotelzimmer. Total entgeistert sah ich meinen Homie an. Riesige Telleraugen sagten mir, dass er seinen Plan, im Central Park Drogen zu beschaffen, Taten hätte folgen lassen. Gelblicher Schaum lag im Mundwinkel seines malmenden Kiefers. Und danach war ich im Puff, so wie es sich gehört. Er war vollkommen übergeschnappt. Sag lieber die Fotos, du Quatschkopf, entgegnete ich genervt. Ich glaubte ihm kein Wort. Jörg schrie hämisch. Ich krieg ein Numbelt und du nicht, du Toy. Das reichte mir. Mit einem lauten Klatschen traf ihn eine zünftige Backpfeife. Nämlich noch einmal so. Wir waren die längsten Zeitpartner gewesen. Langsam hatte ich echt die Schnauze voll. Ich schritt zu seiner Hoodbag, die er in seinem größten Wahn in die Ecke geworfen hatte und versuchte, seine Kamera rauszufummeln. Was ich danach sah, verschlug mir den Atem. Jörg hatte tatsächlich ein E2E im Tunnel gemalt. Im simplen Bombing-Style prangte ein silberner Schriftzug mit gelber Outlines auf, der im Blitzlicht reflektierenden Metro. Daneben ein frecher Spruch. The Big Takeover. Grüße an mich? Fehlanzeige. Mit feuchten Fingern skripte ich durch die Fotos. Ein Gruß? Ein Shoutout an mich? Irgendwas? Nichts.
Ein Kamikaze-Shot beendete schließlich die Serie. Prahlerisch posierte der halbmaskierte Jörg vor der gedeckten Front der U-Bahn. Und all das ohne mich. Hitze und Wut stiegen in mir auf. Die Übelkeit war mit einem Schlag zurück. Was ein scheiß Tag, fluchte ich und rannte ins Bad. Uns blieben noch 3 Tage in New York City, die ich mit schlimmem Durchfall im Hotel verbringen musste. Jörg kümmerte sich nur widerwillig um mich. Die meiste Zeit war er auf Achse, angezeckt von der ersten Aktion. Ritt er in eine Art Wahn und brachte schließlich noch 2 Whole-Cars und 3 Panels mit nach Hause. Alle aus demselben Spot. Stumpf ist Trumpf, wie er zu sagen pflegte. Ich war am Boden zerstört. Jetzt würde Jörg den Weltbuch kommen und die Crew aufgenommen werden, während ich als Loser fortan im Alleingang zusehen müsste. Fuck, scheiße. Die Tage zurück in Deutschland waren furchtbar. Ich hatte Angst davor, der Crew unter die Augen zu treten. Was würde Andreas sagen? Der Jetlag gepaart mit den Spätfolgen des Durchfalls taten ihr Übriges. Ich war unglaublich wütend auf Jörg. Ich mied jegliche Kontakte, solange ich nicht wusste, wie ich mich vor der Crew rechtfertigen konnte. Das Ganze war mir super peinlich. Ich schlief sehr schlecht. Was sollte die ganze Scheiße? Es lief doch so gut. Der King-Status war so nah gewesen. Und jetzt hatte Jörg mich ins Hintertreffen geraten lassen und war obendrein noch so ein Arschloch geworden. Da ich nicht schlafen konnte, bombte ich so viel wie nie zuvor. Erste Anzeichen meiner Degenerierung machten sich bemerkbar, als ich erschrocken feststellen musste, dass ich beim Malen eines Güterzuges über die Beschriftung gegangen war. Mein Zorn auf Jörg wuchs, als ich ihn auf einer Party traf. Völlig zugekokst stolzierte er mit 2 Girls wie ein Prolet aus der VIP-Lounge. Er trug sein aufgeknöpftes Hemd in der Hose, sodass der Namenbild gut sichtbar war. Im Schein der Diskokugel blitzten die magischen Letter taktvoll auf. »Yo, Partner«, rief er und hob seine Sonnenbrille. »Lang nichts mehr von dir rollen sehen.« Ich war danach, ihm die Fresse zu polieren, doch ich riss mich zusammen. »Mehr auf Wänden unterwegs«, entgegnete ich. »Dann auch viel Spaß.« Er schob seine Sonnenbrille wieder auf und setzte sich in Bewegung. »Du Toy!« In diesem Moment verlor ich jegliche Beherrschung und stürzte Jörg mit lautem Gebrüll zu Boden. Die Girls kreischten und versuchten mich davon abzubringen, meinen Kontrahenten zu verprügeln. Doch ich war nicht zu bändigen. Erst die Türsteher setzten mich mit einer Ladung Pfefferspray und ein paar Schlägen in die Magengegend außer Gefecht. Körperlich und seelisch war ich mittlerweile ein Wrack. Um meinen Schmerz zu betäuben, ging ich jede Nacht hemmungslos auf die Piste. Von meinen anfänglichen sauberen und ausgetüfteten Pieces war keine Spur mehr. In meiner Wut auf Jörg kloppte ich riesige hasserfüllte Bombings. Mittlerweile gab ich einen Scheiß auf den Kodex. Hatte in nur einer Woche den Hauptfriedhof, das Vogelschutzgebiet und die Säuglingsstation weggeburnt. Um Jörg nochmal richtig eins auszuwischen, packte ich schließlich eine Sporttasche voll mit Burnerchrom und Bitumenschwarz, um auch noch das Arbeitsamt zu zerlegen. Hier musste er es zwangsläufig sehen. Doch in der Zwischenzeit war auch mein Feind nicht untätig. Selbstverständlich wollte er seinen Vorsprung weiter ausbauen und die Crew mit Stolz erfüllen. Er flutete das Netz förmlich mit Live-Actions, in denen er stets angeberig sein Namenbild zur Schau stellte. Minden, Terni, Osterbrücken, San Juan. Jörg schien einfach überall sein Unwesen zu treiben. Am schlimmsten war jedoch, dass viele der Szene in ehemals unserem Homeyard spielten. Der Hass auf meinen ehemaligen Partner stieg ins Unermessliche. Am nächsten Tag ging ich zur Polizei, fest dazu entschlossen, Jörg anzuschwärzen. Ich konnte seinen Höhenflug einfach keinen Tag länger ertragen. Ich erzählte alles von Anfang an. Den Wahnsinn in New York, die Aufnahme in die Crew, seine Sex- und Drogensucht. Es tat verdammt gut, sich alles einmal von der Seele zu reden. Der Officer hatte ein offenes Ohr für mich. Doch was ich nach getaner Aussage zu hören bekam, ließ mich übel aufstoßen. Interessant, aber den haben wir schon bereits geschnappt. Er war gestern dabei, für einen Flug nach Singapur einzuchecken, als er seinen Gürtel an der Sicherheitskontrolle aus der Hose ziehen musste. Er klappte die Kinnlage runter. Ein besonders aufmerksamer Mitarbeiter erkannte darauf das Kürzel, das unsere gesamte Stadt verschandelte. Und keine 5 Minuten später war der Gute in Gewahrsam. Das kann teuer werden. Der Mann runzelte. Aber witziger Zufall. Die Neuigkeit ließ mir die Spucke wegbleiben. Ich grübelte noch einige Tage darüber nach, was wäre, hätte ich keinen Durchfall gehabt. Und die U-Bahn mitbemalt und auch so ein Gürtel des Verderbens erhalten. Mir wurde flau bei der Vorstellung. Das war das letzte Mal, dass ich von Jörg etwas sah oder hörte. Was passiert ist, weiß ich nicht.
Angeblich wurde ihm nahezu der gesamte Schaden, den die Crew über 2 Jahrzehnte angerichtet hat, zur Last gelegt. Nach dem ganzen Stress bin ich umgezogen, da ich mich in meiner alten Stadt nicht mehr wohlfühlte. Yo, danke an den Dude, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, diese extrem ausführliche Geschichte zu schreiben. Vielen, vielen lieben Dank. Ich fand die echt cool, mal sowas zu hören, auch von einer Person, die schon älter malt. Und ihr könnt mir immer dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Nochmal ganz wichtig, ich will niemand aufrufen, irgendwelche Straftaten zu begehen oder damit anzufangen. Mir geht es einfach um die Dokumentation und um die Unterhaltung bei den Stories. Ich hoffe, die Anmoderation hat dir gefallen. Schöne Grüße gehen raus an die Flawless TV. Dankeschön dafür. Und wenn du auch mal Bock hast, am Anfang der Story vorbeizuschauen und deinen Senf dazu zu geben, ich werde die Tage dazu mal ein Video rausbringen. Das war's von dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag und sag, macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir holen uns die Farben zurück, scheiß auf graue Welt und Angst, wir erwarten nur Glück. Gemeinsam fangen wir an, was zu ändern. Macht alle mit und verändert die Welt, Mann. Wir holen uns die Farben zurück, scheiß auf graue Welt und Angst, wir erwarten nur Glück. Gemeinsam fangen wir an, was zu ändern. Macht alle mit und verändert die Welt, Mann.